Für uns geht's nach Wien. In diesem Video möchte ich euch zeigen, welche Route wir gefahren sind und welche Plätze wir für die Übernachtung genutzt haben. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Es handelt sich um eine sogenannte geführte Reise. Organisiert wird das Ganze von der Firma Cougar Tours. Wir kennen das Unternehmen, haben schon mehrere Reisen mit dem Unternehmen gemacht. Wir brauchen uns um nichts kümmern, alles wird für uns organisiert. Allerdings die Anreise, die ist individuell. Von unserem Heimatort bis Wien sind ca. 1200 Kilometer und so haben wir diese Strecke in 4 Etappen eingeteilt. Die kürzeste Route wäre über Tschechien gewesen, aber da gefällt mir das Mautsystem nicht, deshalb nutzen wir diese Strecke nicht. Wir starten am Dienstag, den 2. Mai, zu unserem ersten Etappenziel. Unser erstes Ziel wird in der Nähe von Kassel sein, und zwar in Baunatal. Dort gibt es einen Stellplatz. Bis dorthin sind es ca. 320 Kilometer. Die einzelnen Etappen bis hin nach Wien werden so ca. 300 Kilometer jeweils haben. Worauf wir geachtet haben, dass die einzelnen Stellplätze nicht mehr als 10 Kilometer von der Autobahn entfernt sind. Der Platz in Baunatal heißt Wohnmobilstellplatz Parkstadion. Von oben sieht man, der Stellplatz liegt in der Nähe eines Stadions, daneben große Parkflächen und dort befindet sich auch der Stellplatz. Jetzt sehen wir da hinten in der Entfernung schon die ersten Wohnmobile. Jetzt wissen wir nicht ganz genau, ob wir hier zwischen den rot-weißen Pfählen durchfahren dürfen oder ob es noch eine weitere Einfahrt gibt. Wir sind dann diese Straße weitergefahren, die zu den anderen Parkplätzen führt, haben aber dort keine Einfahrt zum Stellplatz gefunden. Also wieder zurück und haben dann die Einfahrt zwischen den rot-weißen Pfählen genutzt. Später haben wir dann die richtige Einfahrt gesehen, die ist ein bisschen schwer zu erkennen, zumindest war sie das für uns. Es handelt sich hier um einen kostenpflichtigen Stellplatz mit End- und Versorgung und es gibt auch Strom. Wie man sieht, handelt es sich um einen großzügigen Stellplatz, also wer hier mit einem größeren Fahrzeug kommt, kein Problem. Ich denke auch, wer mit Anhänger kommt, kann hier auch gut stehen. Wie das mit Wohnwagen ist, das weiß ich im Moment nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Ein Verbotsschild habe ich nicht gesehen. Der Platz ist kostenpflichtig, er kostet 7 Euro pro Nacht oder 24 Stunden. Es gibt einen Bezahlautomat, der steht am Rande des Platzes. Hier braucht man Münzen, um die Stellplatzgebühr zu bezahlen. Wir haben immer einen Beutel dabei mit großer Zahl von Münzen verschiedener Sorten. So gibt es dann für uns keine Probleme, wenn man die Stellplatzgebühr in Hartgeld bezahlen muss. Die End- und Versorgung ist außerhalb des Stellplatzes an der Zufahrt. Dort gibt es die Möglichkeit, die Kassette auszuschütten. Man kann Grauwasser ablassen, es gibt eine Roste dort und man kann auch Frischwasser zapfen. Was gut gemacht ist, der Frischwasserhahn ist nochmal so 2-3 Meter entfernt von der Entsorgung und dort kann man dann Frischwasser tanken, muss allerdings auch bezahlen. Ringsherum um den Stellplatz gibt es große Parkflächen. Hier sieht man auch schon mal Wohnmobile stehen, die dann nicht den Stellplatz nutzen. Nicht weit entfernt ist ja auch das Stadion, dazu gehören ja auch die vielen Parkplätze hier. Ich weiß nicht, wenn dort eine Veranstaltung ist, inwieweit dann der Stellplatz beeinflusst wird davon. Wie man sieht, ist das Wetter nicht so toll, aber der Mensch braucht ja frische Luft und so sind wir gestartet zu einem kleinen Spaziergang, um uns das Umfeld so ein bisschen anzusehen. Der Stellplatz liegt am Rande des Stadtparks, so ist man ganz schnell im Grünen, kann dort schön spazieren gehen. Wir sind nicht in die Stadt gegangen, auch das wäre möglich gewesen, ist also auch fußläufig zu erreichen. Wie man sieht, kann man hier auch gut mit dem Hund spazieren gehen, wer einen hat. Das muss man vielleicht nochmal zum Stellplatz sagen. Da gibt es einen gewissen Geräuschpegel, weil Straßen vorbeiführen. Am Tage hört man das deutlich, in der Nacht ist es doch relativ ruhig. Auch am Abend war der Platz noch nicht gefüllt, es war noch ausreichend Platz. Der nächste Morgen, wir haben gut geschlafen, die Sonne scheint. Was man wissen muss, in den Morgenstunden ab 6 Uhr beginnt dort dann der Straßenlärm, man hört den Verkehr dann. Daher haben wir an diesem Morgen nicht so lange geschlafen
und starten jetzt schon vor 9 Uhr morgens zu unserer nächsten Route. Jetzt wissen wir inzwischen auch, wo genau die Ein- und Ausfahrt ist. Und zwar führt die über einen Parkplatz, über einen Pkw-Parkplatz. Dort kommt man dann auf den Stellplatz. Wir waren allerdings nicht die einzigen, die nicht auf Anhieb die richtige Zufahrt gefunden haben. Unser nächstes Ziel ist ein Stellplatz in Herzogenaurach. Das ist in der Nähe von Nürnberg. Und das sind etwa 280 Kilometer bis dorthin. Wir haben die Autobahn A7 genutzt, dann die A3. Die A3, da kann ich nur abraten, Richtung Nürnberg. Nutzt einfach die 73 über Schweinfurt, dann habt ihr die Staus nicht. Wir hatten also einige Staus und haben mehr als eine Stunde dort verloren. Auch dieser Stellplatz in Herzogenaurach liegt nicht weit entfernt von der Autobahn. Ich schätze auch mal so circa 10 Kilometer, also auch für uns gut zum Übernachten. Man muss auch nicht durch die Stadt, um zum Stellplatz zu kommen, sondern man umfährt die Stadt und kommt dann zum Stellplatz. Jetzt erreichen wir den Stellplatz. Leider ist die Kamera vorne in der Frontscheibe ausgefallen, so müssen wir jetzt aus der Hand filmen, deswegen wackelt es etwas. Den Stellplatz findet man unter dem Namen Freizeitbad Atlantis. Er kostet 10 Euro pro 24 Stunden und bezahlt werden muss das im Atlantis-Bad. Das ist fußläufig zu erreichen. Der Platz ist geschottert, es gibt keine genaue Parzellierung, aber alle haben sich so hingestellt, dass sie nicht unnötig viel Platz verbraucht haben. Auch wer dort mit Anhänger kommt, hat eine Möglichkeit, sich dorthin zu stellen, da es nach hinten hin raus Rasenflächen gibt, die man dann mit nutzen kann. Angegeben ist dieser Platz für 12 Wohnmobile. Ich denke, gehen auch noch 1 oder 2 mehr hin. Länge steht in den Apps drin, 10 Meter maximal. Die End- und Versorgung ist an der Zufahrt. Es gibt die Möglichkeit, die Kassette auszuschütten. Ein Bodeneinlass gibt es nicht. Und wenn man Frischwasser zapfen möchte, dann muss man das bezahlen. Auch Stromanschlüsse gibt es. Einige waren abgeklebt. Ich gehe davon aus, sie sind dann nicht in Ordnung. Also ob dann für alle Plätze Stromanschlüsse vorhanden sind, weiß ich nicht. In Sichtweite ist das Freizeitbad. Dort muss man die Stellplatzgebühr am Empfang bezahlen. Hier sieht man den Zugang zu einem Restaurant, was oberhalb des Schwimmbads ist. Das war allerdings zu diesem Zeitpunkt geschlossen. Hier sind wir jetzt am Haupteingang zum Schwimmbad. Hier an der Rezeption bezahlt man die 10 Euro Stellplatzgebühr. Man bekommt dazu einen Gutschein von 2 Euro. Den kann man für den Eintritt des Schwimmbads nutzen oder im Restaurant. Am Stellplatz und auch am Schwimmbad führt eine Straße vorbei, die führt direkt in die Stadt. Wir haben nach 500 Metern die Möglichkeit einzukaufen. Dort gibt es einen Rewe-Markt. Die Stadt Herzogenaurach hat eine mittelalterliche Altstadt. Es gibt viele Fachwerkgebäude, es gibt Türme und ein bekannter Sportartikelhersteller ist hier auch ansässig. Wer ein Restaurant sucht, der wird hier schnell fündig. In Teilen der Stadt gibt es kostenloses WLAN, ist allerdings zeitlich begrenzt. Ein Besuch dieser Stadt lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn er wie bei uns nur kurz ist. Wir haben viel Glück mit dem Wetter, wir haben den 3. Mai und es ist fast sommerlich warm. Zum späteren Nachmittag hatte sich der Stellplatz noch etwas gefüllt, aber es gab immer noch freie Plätze. Dieser Platz wird, glaube ich, gerne genutzt von Durchreisenden. Der nächste Morgen, wir haben gut geschlafen, allerdings in den Morgenstunden hörte man den vorbeifahrenden Straßenverkehr. Wir haben noch entsorgt, und zwar müssen wir nahe an die Station ranfahren. Dort befindet sich unten ein Deckel, wo man auch die Kassette ausschütten kann. Dort führen wir den Schlauch ein und dann können wir auch entsorgen. Unsere nächste Etappe ist etwa 225 Kilometer lang und wir haben uns einen Stellplatz ausgesucht in Vilshofen. Auch hier sind wir wieder schnell auf der Autobahn, haben vor der Autobahn noch getankt. Der Dieselpreis aktuell war für uns heute 1,64 Euro. Das ist nicht preiswert, aber geht noch im Verhältnis zur Autobahn. Da hätten wir über 2 Euro bezahlt. Wir verlassen die Autobahn an der Ausfahrt Vilshofen, sehen jetzt schon im Hintergrund die Stadt. Die Stadt liegt an der Donau.
und der Stellplatz damit auch. Bei der Zufahrt muss man ein bisschen aufpassen. Wir müssen rechts abbiegen und jetzt gleich wieder links. Hier geht es dann runter zum Stellplatz. Jetzt parkt dort auch noch ein PKW, was natürlich nicht gerade so ideal ist, aber wir kommen gerade so vorbei. Alle Stellplätze, die wir auf dieser Reise bisher angefahren sind, sind neu für uns. Wir haben auch nirgendwo reserviert. Wir kommen hier in der Mittagszeit an. Man sieht, es gibt freie Plätze, aber als wir näher rangefahren sind, sehen wir ein Schild. Dort steht drauf geschrieben, dass man, wenn man nicht reserviert hat, bitte anruft, um klarzustellen, ob man sich dorthin stellen kann und wo man sich hinstellen kann. Wir rufen den Platzwart an, dessen Nummer stand auf dem Schild. Der erzählt uns dann genau, wo wir uns hinstellen dürfen, mit welcher Platznummer. Man sieht, der Platz ist geschottert, er ist parzelliert und hat 17 Parzellen. Ist geeignet für Fahrzeuge von einer Länge bis maximal 10 Meter. Viele werden diesen Platz ja nutzen, um sich die Stadt Vilshofen anzusehen, aber es gibt auch die Möglichkeit, hier eine Radtour zu machen, denn direkt am Platz vorbei führt der Donauradweg. Von hier aus werden wir dann ja direkt nach Wien fahren. Wir haben aber noch einen Puffertag eingebaut, sodass wir hier dann 2 Übernachtungen machen und dann weiterfahren. Dieser Platz hat Strom, eine End- und Versorgung und er hat auch Duschen und Toiletten. An der Zufahrt gibt es ein Gebäude, dort sind die sanitären Anlagen untergebracht. Dort gibt es einmal Toiletten für Damen und Herren. Und dann gibt es Duschen. Das Duschen ist allerdings kostenpflichtig. Mit 1 Euro ist man dabei. Während unseres Aufenthalts war es dort alles sehr sauber und ordentlich. An der Zufahrt steht eine große Informationstafel. Dort kann man sehen, wie man am schnellsten in die Stadt kommt. Vom Stellplatz aus sieht man schon die Brücke. Die muss man überqueren, um in die Stadt zu kommen. Sie ist stark befahren, starker Verkehr dort, aber es gibt dort auch einen Fahrradweg. Direkt in der Nähe der Brücke gibt es auch eine Anlegestelle für ein Hotelschiff oder verschiedene Hotelschiffe. Hier kann man dann Reisen auf der Donau machen. Wir starten aber jetzt mit dem Fahrrad und zwar geht es auf den Donauradweg. Dort kann man kilometerlang an der Donau entlang fahren. Wir haben natürlich noch eine andere Herausforderung. Wir wollen noch einige Geocache hier anfahren. Das ist natürlich in dieser Jahreszeit alles sehr schön, weil es alles blüht und grünt. Da macht das Ganze natürlich noch mehr Spaß. Und beim Geocachen müssen wir natürlich immer absteigen und wieder aufsteigen. Und wenn man so 30 Stück an- und abfahren, dann müssen wir auch 30 Mal auf- und absteigen. Da tun einem am Abend nicht nur die Beine vom Fahrradfahren weh, sondern auch vom Auf- und Absteigen. Wir sind nicht nur an der Donau entlang gefahren, sondern auch in die Stadt Vilshofen gefahren. Dazu muss man natürlich hier über die Brücke, die einen Fahrradweg hat, aber der Straßenverkehr ist doch schon sehr stark dort. Vilshofen ist eine Kreisstadt mit ca. 17.000 Einwohnern. Es gibt eine Altstadt, es gibt Denkmäler und verschiedene Sehenswürdigkeiten. Wer jetzt kein Fahrrad dabei hat, man schafft es also auch ohne weiteres, denke ich, zu Fuß bis zur Stadt hin. Ich schätze mal, dass vom Platz bis zur Stadt etwa 1 bis 2 Kilometer sind. Wer mehr über die Stadt erfahren will, der schaut bitte ins Internet. Dort gibt es jede Menge Informationen dazu. Wir waren 2 Nächte hier auf diesem Stellplatz. Für uns war im Großen und Ganzen alles in Ordnung. Was man allerdings sagen muss, man hört am Tage den Straßenverkehr von der Brücke und hinter dem Platz führt auch eine Straße entlang, die hört man auch. In der Nacht war es allerdings relativ ruhig. Wo ich auch noch darauf hinweisen möchte, es gibt in unmittelbarer Nähe einen kleinen Flugplatz. Dort starten und landen kleinere Flugzeuge.
Am Samstag, den 6. Mai, geht dann unsere Reise weiter. Aber bevor wir jetzt weiterfahren, entsorgen wir nochmal. Und zwar gibt es hier an der Ein- und Ausfahrt die Entsorgungsstation. Ist nicht so ganz ideal, man kann nicht durchfahren. Man muss wieder zurück, wenn man entsorgt hat und versorgt hat. Man sieht, es gibt einen Bodeneinlass und das kleine Häuschen, was wir jetzt davor sehen, dort kann man seine Kassette entleeren. Rechts hier neben der Entsorgung ist ein Gebäude, da ist das Dach nicht besonders hoch oder der Dachüberstand. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man da nicht dran fährt. Man kann hier auch End- und Versorgen, wenn man nicht auf dem Platz steht, kostet dann 3 Euro. Für uns ging es an diesem Samstag Richtung Österreich, Richtung Wien, das ist ja unser Ziel. Aber darüber möchte ich dann im nächsten Video berichten. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.